Chunking. In Blöcken lernen statt Wort für Wort. Viele Deutschlernende beginnen mit einer Liste einzelner Wörter. Sie schreiben sich Vokabeln wie Haus, gehen, schnell, Wasser auf und versuchen, diese nach und nach auswendig zu lernen. Auf den ersten Blick wirkt das logisch. Je mehr Wörter du kennst, desto besser kannst du sprechen, oder? Die Realität sieht anders aus. Wer nur Wort für Wort lernt, stößt schnell an Grenzen. Denn Sprache funktioniert nicht wie ein Wörterbuch, sondern wie ein lebendiges System. Wörter stehen selten allein. Sie treten fast immer in festen Verbindungen auf. Ein Beispiel. Im Deutschen sagt man nicht einfach nur gehen, sondern ins Kino gehen, zur Arbeit gehen oder spazieren gehen. Wenn du nur das einzelne Wort kennst, fehlt dir der natürliche Zusammenhang. Das führt zu einem typischen Problem. Obwohl du viele Vokabeln im Kopf hast, kannst du im Gespräch nicht flüssig reagieren. Du musst jedes Mal überlegen, wie die Wörter kombiniert werden. Dadurch entstehen Unsicherheit, Pausen und oft unnatürliche Sätze. Hinzu kommt, dass Wort für Wort lernen unglaublich mühsam ist. Du merkst dir vielleicht 20 neue Wörter, aber wenn du sie nie in Kombination siehst, vergisst du sie schnell wieder. Dein Gehirn hat keine Haken, an denen es die Wörter festmachen kann. Genau deshalb fühlen sich viele Lernende frustriert. Sie investieren Zeit in Vokabellisten, aber beim Sprechen scheint das Gelernte wie verschwunden. Die Lösung heißt Chunking. Anstatt Wörter isoliert zu pauken, lernst du ganze Bausteine, feste Wortgruppen, die im Alltag immer wieder vorkommen. Damit bekommst du nicht nur Wortschatz, sondern auch automatisch Grammatik und typische Strukturen. In den nächsten Kapiteln wirst du entdecken, wie Chunking funktioniert, warum es so effektiv ist und wie du es Schritt für Schritt in deinen Lernalltag einbaust. Vielleicht fragst du dich, was genau ist eigentlich ein Chunk? Der Begriff klingt technisch, ist aber leicht zu verstehen. Ein Chunk ist nichts anderes als eine feste Wortgruppe, die unser Gehirn als Einheit abspeichert. Statt jedes einzelne Wort mühsam zusammenzusetzen, lernst du einen Block, der sofort funktioniert. Ein Beispiel. Das deutsche Wort gern bedeutet so viel wie mit Freude. Doch in der Praxis begegnet es dir fast immer in Kombination, etwa als ich hätte gern. Dieser Ausdruck ist ein typischer Chunk. Wenn du ihn lernst, kannst du sofort im Restaurant bestellen, ohne lange über die Grammatik nachzudenken. Chunks können ganz kurz oder etwas länger sein. Kurze Beispiele sind Redemittel wie kein Problem, auf jeden Fall oder es gibt. Längere Beispiele sind Sätze wie geht es dir oder kannst du mir bitte helfen? Der entscheidende Punkt, Chunks sind Bausteine der Sprache. Du benutzt sie ständig, ohne es zu merken, auch in deiner Muttersprache. Stell dir vor, du müsstest im Alltag jeden Satz Wort für Wort neu zusammensetzen. Das wäre unmöglich. Dein Gehirn greift automatisch auf gespeicherte Phrasen zurück. Genau das kannst du dir beim Deutschlernen zunutze machen. Anstatt gehen plus ins Kino einzeln zu lernen, merkst du dir einfach den fertigen Block ins Kino gehen. Damit sparst du Denkarbeit und sprichst natürlicher. Chunks sind also die Brücke zwischen einzelnen Vokabeln und echter Kommunikation. Sie liefern dir sofort nutzbare Sprache wie Bausteine, die du kombinieren kannst. Je mehr Chunks du sammelst, desto leichter wird es dir fallen, flüssige Sätze zu bilden, ohne lange zu grübeln. Damit du sofort verstehst, wie nützlich Chunks sind, schauen wir uns ein paar der häufigsten Beispiele im Deutschen an.
Diese Phrasen hörst und benutzt du täglich und genau deshalb lohnt es sich, sie als fertige Bausteine zu lernen. Begrüßungen und Höflichkeit. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Vielen Dank. Kein Problem. Das sind klassische Chunks, weil sie in festen Kombinationen auftauchen. Du würdest nie Danke viel sagen, sondern immer Vielen Dank. Im Alltag. Es gibt, es gibt, es gibt viele Möglichkeiten, auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall. Kein Wunder. Kein Wunder, dass er müde ist. Solche Redemittel tauchen in fast jedem Gespräch auf und machen deine Sprache sofort natürlicher. Beim Einkaufen oder im Restaurant. Ich hätte gern. Das macht Sinn. Was kostet das? Kann ich mit Karte zahlen? Hier siehst du, wie Chunks dir ermöglichen, sofort funktional zu kommunizieren. Du musst keine Grammatikregel im Kopf konstruieren, sondern kannst die fertige Phrase benutzen. Gefühle und Meinungen ausdrücken. Ich finde, dass, meiner Meinung nach, das macht Sinn. Diese Chunks helfen dir, spontan deine Gedanken mitzuteilen. Typische Verben mit festen Ergänzungen. Ins Kino gehen. Auf die Arbeit fahren. Eine Entscheidung treffen. Auch das sind Chunks, Kombinationen, die so oft zusammen auftreten, dass sie fast wie ein einziges Wort behandelt werden. Wenn du anfängst, solche Phrasen gezielt zu sammeln und zu üben, wirst du merken, Deutsch wird nicht mehr zu einem Puzzle aus Einzelteilen, sondern zu einem System aus Bausteinen, die sich leicht zusammensetzen lassen. Unser Gehirn hat eine erstaunliche Fähigkeit. Es speichert Informationen nicht nur einzeln, sondern auch in größeren Einheiten. Genau hier liegt die Stärke von Chunks. Wenn du eine Sprache Wort für Wort lernst, muss dein Gehirn jedes Mal ein kompliziertes Puzzle zusammensetzen. Das kostet Energie, Zeit und Konzentration. Nehmen wir ein Beispiel. Du willst auf Deutsch sagen, dass du im Restaurant etwas bestellen möchtest. Wenn du nur Wörter kennst, musst du einzeln überlegen, ich plus wollen plus haben, gern plus Pizza. Während du noch puzzelst, läuft das Gespräch schon weiter. Mit einem Chunk wie ich hätte gern sieht das ganz anders aus. Dein Gehirn ruft die komplette Phrase als ein Paket ab. Du musst nicht nach jedem Wort suchen, sondern kannst sofort loslegen. Dadurch sprichst du flüssiger und natürlicher. Chunks funktionieren also wie eine Art Abkürzung für dein Gehirn. Statt 5 einzelne Wörter zu verarbeiten, greifst du auf einen einzigen Baustein zurück. Das entlastet dein Arbeitsgedächtnis enorm. Auch beim Verstehen helfen Chunks. Wenn du zum Beispiel die Phrase auf jeden Fall kennst, musst du nicht jedes Wort analysieren. Dein Gehirn erkennt das Muster und versteht sofort, das bedeutet Zustimmung. Psychologen nennen das Chunking-Effekt. Unser Gedächtnis speichert lieber kleine Pakete von Informationen als viele Einzelteile. Genau deshalb merkst du dir Telefonnummern auch in Gruppen, nicht Ziffer für Ziffer. Sprache funktioniert genauso. Das Ergebnis: weniger Grübeln, mehr Sicherheit. Je mehr Chunks du kennst, desto leichter fühlt sich Deutsch an, weil dein Gehirn immer öfter im Autopilotenmodus arbeiten kann. Die meisten Lernenden beginnen mit klassischen Vokabellisten. Da steht dann der Tisch, Table, Laufen, to run, schön, beautiful. Man liest die Liste, wiederholt sie, schreibt sie ab. Das Problem: diese Wörter bleiben isoliert im Kopf. Sobald man sie im Gespräch braucht, fehlt der Zusammenhang und plötzlich weiß man nicht, wie man den Tisch benutzt oder wie man das Wort schön in einen Satz einbettet. Vokabellisten haben also einen großen Nachteil. Sie geben dir Wörter, aber keine Sprache.
Sprache besteht jedoch nicht aus Einzelteilen, sondern aus Kombinationen, aus Mustern. Hier kommt Chunking ins Spiel. Statt einzelne Wörter lernst du sofort fertige Kombinationen. Zum Beispiel nicht nur schön, sondern das ist schön oder es sieht schön aus. Nicht nur laufen, sondern joggen gehen oder schnell laufen. So weißt du nicht nur, was ein Wort bedeutet, sondern auch, wie es im echten Leben verwendet wird. Ein weiterer Unterschied: Vokabellisten sind oft langweilig und schwer zu merken. Chunks dagegen hängen an einer Bedeutung, an einem Bild, an einer typischen Situation. Wenn du im Café sagst, ich hätte gern einen Kaffee, verknüpft dein Gehirn diesen Ausdruck sofort mit der Erfahrung und speichert ihn dauerhaft. Natürlich sind einzelne Wörter nicht nutzlos. Du brauchst sie, um Chunks zu verstehen. Aber wenn du nur Wörter sammelst, fehlt dir der praktische Nutzen. Mit Chunks lernst du Sprache so, wie sie tatsächlich gesprochen wird. Man könnte sagen, Vokabellisten geben dir Bausteine, aber ohne Anleitung. Chunking liefert dir fertige Bausteine und zeigt dir, wie sie zusammenpassen. Das macht das Lernen nicht nur schneller, sondern auch natürlicher. Chunks lernst du am besten nicht aus Büchern, sondern mitten im Alltag. Das Schöne daran ist, du brauchst keine zusätzlichen Stunden, sondern kannst kurze Übungen in deine täglichen Routinen einbauen. Beim Hören, höre Podcasts, Serien oder YouTube-Videos auf Deutsch und achte bewusst auf wiederkehrende Phrasen. Wenn du zum Beispiel immer wieder „Weißt du was?" oder „Mal sehen" hörst, notiere dir diese Chunks. Dein Ohr lernt, sie als Einheit wahrzunehmen. Beim Lesen markiere feste Ausdrücke in Texten. Wenn du in einem Artikel liest, eine Entscheidung treffen, schreibe dir genau diesen Block auf, nicht nur das Wort Entscheidung. Beim Sprechen versuche im Gespräch ganz bewusst Chunks einzubauen. Statt mühsam Sätze zu basteln, greife auf fertige Phrasen zurück wie „Das macht Sinn" oder „Da bin ich mir nicht sicher". So klingst du sofort natürlicher. Im Alltag schreiben, sprich einfache Chunks zu dir selbst, während du etwas machst. Beispiel: Ich bin gleich fertig oder ich mache gerade Kaffee. Mit der Zeit werden solche Phrasen automatisch. Chunklisten anlegen. Statt Vokabelhefte mit Einzelwörtern, führe ein Notizbuch oder eine App mit deinen Lieblingschunks. Schreibe dazu kurze Beispiele, wo du sie verwenden kannst. Das Ziel ist nicht, hunderte Phrasen auf einmal auswendig zu lernen. Viel wichtiger ist, Chunks regelmäßig zu wiederholen und aktiv zu benutzen. Schon mit 10-15 Kernchunks kannst du erstaunlich viel ausdrücken. Mit solchen Übungen baust du dir Stück für Stück einen Werkzeugkasten auf. Und jedes Mal, wenn du sprichst, greifst du automatisch auf diese Einheiten zurück, ohne Übersetzung, ohne Grübeln. Chunks entfalten ihre volle Wirkung, wenn du sie nicht nur isoliert lernst, sondern in Dialogen einsetzt. So trainierst du, wie die Bausteine im echten Gespräch funktionieren. Stell dir eine typische Situation im Café vor. Guten Tag, was darf's sein? Ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Kommt sofort. Hier siehst du 3 fertige Chunks, die ohne Nachdenken abrufbar sind. Wenn du diese Phrasen trainierst, kannst du sofort authentisch reagieren. Oder eine Unterhaltung mit einem Freund. Weißt du was? Nein, erzähl mal. Ich habe gestern einen tollen Film gesehen. Auch hier bestehen die Antworten fast nur aus Chunks. Dadurch läuft das Gespräch flüssig, ohne dass du jeden Satz grammatisch zusammensetzen musst. Wie trainierst du das praktisch? 1. Dialoge nachsprechen. Nimm kurze Szenen aus Filmen oder Hörbüchern und sprich die Sätze laut nach. Dein Gehirn speichert die Chunks im Rhythmus der Sprache. 2. Mini-Rollenspiele. Stell dir Alltagssituationen vor, Einkaufen, nach dem Weg fragen, Smalltalk und spiele sie in Gedanken oder mit einem Partner durch.
3. Fragen und Antworten üben. Schreib dir typische Fragechunks auf wie spät ist es oder woher kommst du und formuliere passende Antwortchunks dazu. Ein Vorteil: Dialoge sind viel leichter zu merken als einzelne Wörter. Dein Gehirn speichert nicht nur die Worte, sondern auch die Situation. Wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, fällt dir automatisch der Chunk „Was kostet das?" ein. Je öfter du solche Dialoge übst, desto natürlicher fühlst du dich beim Sprechen. Chunks sind nicht nur Theorie, sie sind lebendige Bausteine, die dich im Gespräch sicher und spontan machen. Damit Chunking wirklich funktioniert, reicht es nicht, nur Listen aus Lehrbüchern abzuarbeiten. Am effektivsten ist es, wenn du deine eigenen Chunks sammelst, also genau die Phrasen, die du im Alltag brauchst und die dir immer wieder begegnen. Beim Hören und Lesen achte bewusst auf feste Ausdrücke. Wenn du in einer Serie immer wieder „keine Ahnung" hörst oder in einem Artikel auf „eine Entscheidung treffen" stößt, schreib dir diese Phrasen sofort auf. Dein Ohr lernt so, dass sie als Einheit funktionieren. Ein eigenes Chunk-Tagebuch führen. Lege ein Notizbuch oder eine App an, in der du nur Chunks sammelst, keine einzelnen Wörter. Schreibe dazu kleine Beispielsätze oder Situationen. Beispiel: Ich bin gleich fertig, beim Arbeiten oder Aufräumen. Themenbezogen sammeln. Überlege dir Situationen, die für dich wichtig sind, zum Beispiel Einkaufen, Arbeit, Reisen. Erstelle für jedes Thema eine Liste mit Chunks, die dir in dieser Situation helfen. So lernst du direkt praxisnah. Visuelle Hilfen nutzen. Schreibe deine Chunks auf Karteikarten, am besten mit einer kurzen Illustration oder einer Situation, an die du sie knüpfen kannst. Bilder verstärken die Erinnerung. Wiederholen und anwenden. Es bringt wenig, wenn du deine Chunks nur aufschreibst. Lies sie regelmäßig durch, sprich sie laut, baue sie in Mini-Dialoge ein. Erst durch aktives Benutzen werden sie Teil deines Sprachschatzes. Mit der Zeit entsteht so dein persönlicher Baukasten. Statt tausende Wörter isoliert zu lernen, hast du eine Sammlung von Phrasen, die du sofort anwenden kannst. Genau dieser Prozess macht Chunking so effektiv. Es passt sich deinem Leben an und wächst mit dir. Chunking ist eine der effektivsten Methoden, um eine Sprache zu lernen. Aber auch hier gibt es typische Fehler, die viele Lernende machen. Wenn du diese kennst, kannst du sie bewusst vermeiden und noch schneller Fortschritte erzielen. Fehler 1: Zu lange Chunks lernen. Manche schreiben sich ganze Sätze oder Absätze auf und versuchen, sie als Chunk auswendig zu lernen. Das ist zu viel auf einmal. Chunks sollten kurz und handlich sein. 3 bis 5 Wörter reichen völlig. Zum Beispiel: Das macht Sinn oder Ich hätte gern. Fehler 2: Chunks ohne Kontext sammeln. Wenn du nur Listen mit Phrasen anlegst, ohne zu wissen, wann du sie benutzt, vergisst du sie schnell wieder. Jeder Chunk braucht eine Situation. Notiere dir deshalb immer ein Beispiel oder eine Szene dazu. Fehler 3: Wort-für-Wort-Übersetzung. Viele versuchen, Chunks in die Muttersprache zu übertragen. Das führt zu Verwirrung, weil manche Ausdrücke nicht 1:1 passen. Beispiel: Es geht heißt nicht it goes, sondern eher es passt schon oder so lala. Lerne also die Bedeutung als Ganzes, nicht die einzelnen Wörter. Fehler 4: Nur passiv sammeln. Chunks aufzuschreiben reicht nicht. Wenn du sie nie benutzt, bleiben sie im Heft. Sprich sie laut, baue sie in Dialoge ein, benutze sie beim Schreiben. Erst durch aktive Anwendung werden sie zu deinem Werkzeug. Fehler 5: Immer denselben Chunk wiederholen. Wenn du nur deine Lieblingsphrasen übst, klingt dein Deutsch schnell einseitig. Achte darauf, regelmäßig neue Chunks hinzuzufügen und deinen Baukasten zu erweitern.
Wenn du diese Fallen vermeidest, wird Chunking für dich zu einer klaren, einfachen und kraftvollen Methode. Du lernst schneller, sprichst natürlicher und fühlst dich immer sicherer im Deutschen. Wenn du bis hierher gefolgt bist, hast du den entscheidenden Unterschied verstanden. Sprache besteht nicht aus isolierten Einzelwörtern, sondern aus Bausteinen, den sogenannten Chunks. Wer nur Vokabellisten auswendig lernt, bleibt oft unsicher und stockend im Gespräch. Wer dagegen Chunks sammelt und trainiert, baut sich Schritt für Schritt einen Werkzeugkasten auf, mit dem er flüssig und spontan sprechen kann. Chunks entlasten dein Gehirn, weil sie wie kleine Pakete funktionieren. Du musst nicht jedes Mal die Grammatik von Grund auf zusammensetzen, sondern kannst auf fertige Phrasen zurückgreifen. Dadurch gewinnst du Zeit, Sicherheit und vor allem das Gefühl, die Sprache wirklich im Alltag nutzen zu können. Wir haben gesehen, wie du Chunks im Hören und Lesen erkennst, wie du sie in Dialogen trainierst, wie du deine eigenen Sammlungen anlegst und welche Fehler du vermeiden solltest. Vor allem aber hast du erfahren, es geht nicht darum, 1000 Wörter zu pauken, sondern die richtigen Kombinationen zu beherrschen. Schon wenige Chunks können dich in die Lage versetzen, echte Gespräche zu führen. Das Ziel ist klar. Mit Chunks lernst du Deutsch nicht Wort für Wort, sondern Block für Block, genauso wie Muttersprachler es benutzen. Je mehr dieser Bausteine du beherrschst, desto stabiler wird dein Fundament und desto leichter fällt es dir, neue Strukturen zu verstehen und zu verwenden. Dein nächster Schritt ist einfach. Fang heute an, deine ersten Chunks bewusst zu sammeln. Schreib sie auf, sprich sie laut, baue sie in deinen Alltag ein. Mit jedem neuen Block wächst deine Sprachkompetenz. Und ehe du dich versiehst, wirst du feststellen, Deutsch ist nicht länger ein Puzzle aus Einzelteilen, sondern ein Baukasten, den du sicher und kreativ beherrschst.